Hello everyone, this is BCT Reflector aka Frankie from BCT Reflector Gaming with another weapon review from Battlefield 4. Today we're gonna speak about the M416. During the first weeks of Battlefield 4 I saw a lot of reviews about the M416. Everybody wanted to use it due to the fact that in Battlefield 3 this was one of the best weapons besides of the M16A3, and due to the fact that the M16A3 is not in the game anymore, many started to use the M416 initially. Actually, I don't think that they were based on a lot of experience. Not to forget that there were many other weapons to unlock. In during the 2 weeks, I don't think that they have unlocked any weapons besides of the first for the assault rifles or even the carabines. And so I thought, hey, why not waiting a little bit just to gain more experience with all the weapons on Battlefield 4 to do a weapon review on the best weapons in the game. As the most of you know, I use the M16A4 as my primary weapon, but the problem with the M16A4 is if you use something else than a burst weapon, then you get some problems getting back on the M16A4 due to the fact that you have to get used to the burst mode. And therefore I decided to switch it up a little bit, because actually I want to show you something else than just the M16A4. And so I choose some other weapons to use. Finally, I got to the M416, which is a great weapon, but compared to the other top dogs in Battlefield 4 as the Ace-23, the AK or the L85, the M416 is a little bit underestimated in my opinion, and therefore a little bit underused compared to its capabilities. So let's take a little look at its stats. The M416 has a maximum damage of 25 and trails down to 18 depending on the range. The drop off starts at 8 meters and ends at 55 meters, which is absolutely standard for any assault rifle besides of the Scar H, of course. Its fire rate is at 750 rounds per minute and can be shot at semi-auto or at full auto mode. The 750 rounds per minute is quite an average number. It is absolutely at the sweet spot between everything that is an assault rifle in Battlefield 4. There are many weapons that has a higher fire rate, and some of the weapons has even a lower fire rate. Compared to the top dog Ace-23, it has only 20 rounds per minute less, which is almost nothing. But still, in close quarters you are very much on the low side if you are not on your level, especially against any PDWs or even in assault rifle class. There's also the AK, the FAMAS, or even the L85 that can kill you within a blink of an eye. But if you have a little bit of cover on your side in close quarters, then the M416 can be quite a beast because of its short reload time. If you have still a bullet left in the chamber, then the reload will kicks in 1.85, which is still one of the fastest reload in the game. Only the M16A4 has a shorter reload time in the assault rifle class. The longer reload, if you have no bullets left in the chamber, will kicks in at 2.37, which is also quite short. If we involve the reload time, then the M416 has a higher damage per second than the Ace-23, which can be quite important in close quarters, especially if you have to compete with more than 2 enemies at a single blow. Of course, in those situations you have to be quite accurate. Speaking about the accuracy of the weapon, let's get to the recoil department. The vertical kick of the M416 is at 0.32 with a first shot multiplier of 2.2, while the left pull is at 0.1 and the right pull at 0.3. This recoil pattern gives the M416 quite a predictable recoil. While it kicks up, it will always pull a little bit to the right without any remarkable bumps. This should make the M416 good asset for longer ranges. The spread stats after M416 is absolutely standard in the assault rifle department. It has a 0.2 ADS not moving and a 1 point while moving, and also the hip stats are absolutely standard in the assault rifle department. The spread and the recoil of the M416 should make the M416 a quite accurate asset at every range. The M416 is an easy to use weapon. That doesn't mean that you will dominate the battlefield while you have this weapon in your hands, but in the right hands it will be a devastating weapon. The highest advantage of the M416 is adaptability. You can adapt the weapon to your playstyle and even to any ranges that you like to play.
I do like to use my M416 with a RDS sight, a heavy barrel, angled foregrip, and laser sight. For sight, I like to use the Cobra sight on my M416 due to the fact that it has a little bit clearer sight on targets, especially on longer distances. But if you like, you can also slap a Coyote sight on it. For grip, I use the angled foregrip to minimize a little bit the first shot multiplier, but the ergo grip or vertical grip should work as well, especially if you like to run and gun with this weapon. Also, the potato or stubby grip should work great for the weapon, especially if you use a muzzle brake or compensator on the weapon to maintain its great accuracy. But due to the fact that the M416 has a quite predictable recoil, I don't use a compensator or a muzzle brake on the weapon. In fact, I use a heavy barrel instead, which even increases the vertical recoil a little bit, but decreases the spread, which is a little bit more useful for my playstyle. If you don't like the additional recoil from the heavy barrel, it's just okay to slap a flash hider on it, and that will seal the deal as well. To put on a suppressor on this slot can be useful as well, especially on team deathmatch or even on domination maps. It can be quite a good asset. But on every other game modes I won't put the suppressor on it due to many facts. First of all, it decreases a little bit your muzzle velocity, which is not so well for longer distances, where I used to use my M416 a lot. And not to forget that a commander will spot you anyway if you have a suppressor on it or not. Not to mention the increased hip spread, which gives you another disadvantage in close quarters. So the suppressor is not an attachment that I use a lot on my M416. As an additional, I like to use the green laser sight, which is a little bit harder to spot than the other laser sights, but of course the laser sights do all the same, so it's all to your preference. You can also use the magnifier on the weapon. It gives you a little bit more a boost on longer distances. To use a flashlight or a tech light on this weapon is absolutely nonsense due to the fact in Battlefield 3 you had a little supernova on your weapon. Now on Battlefield 4 it's a little bit like begging for being killed, in my opinion. So I don't use any lights on my weapon. Yeah, that's it for my attachments. Well, at the beginning of Battlefield 4 I used the M416 as long I haven't unlocked the M16A4, and it wasn't that I had the feeling that the M416 is a good weapon. But now after using the M16A4 a lot and using also the ACE-23 for some time, I have the feeling the M416 fits a little bit more to my playstyle. It is very useful for mid-range and longer ranges combat, and also at close ranges it can be quite an asset. And of course it is a little bit more running gunning style than the M16A4. I would even say it's a little bit more a passive run and gun style. So it don't mean that you are aggressive at any means, but you still have an aggressive play style, but leave it a little bit more passive than if you use an ACE-23, which is quite a good asset in closer engagements, while the M416 is much better in mid and longer ranges. In my opinion, the M416 is a great weapon. I even prefer to use it over the ACE-23, which is also a great weapon, but in my opinion, as I said, the M416 fits me a little bit more than the ACE-23. In fact, I would recommend to give it a longer try, just to compare the ACE-23 with the M416. At this point, I have to say that DICE had done a great job in balancing the weapons in Battlefield 4, while in Battlefield 3, the M16A3 was definitely the weapon to go. Now, there are many other competitors for the best weapon. The ACE-23 may be the best weapon, but there are still the M416s, all the L85s, and also the AKs, and not to mention the F2000 that is still to come, that can be also a great weapon in the right hands. And in my opinion, you should always try something else, not only to stick with that what others say, to find the sweet spot for your playstyle. If you enjoyed this weapon review, then leave me a thumbs up and maybe also a comment with a weapon that you like me to review the next time. And well, that's for me. I'm out. My name is BCT Reflector, aka Frankie from BCT Reflector Gaming. Ciao, ciao.
Hooah zusammen, hier ist wieder euer BCT Reflector, aka Frankie von BCT Reflector Gaming mit einem neuen Waffenreview. Heute wollen wir mal über die M416 sprechen. In der Anfangszeit von Battlefield 4 habe ich jede Menge Waffenreviews von der M416 gesehen, was auch dadurch zustande kam, dass die M16A3 nicht mehr Battlefield 3 dabei gewesen ist und neben der M16A3 war die M416 eine der besten Waffen da bei Battlefield 3 und dadurch wurde sie gerade am Anfang sehr viel benutzt. Tatsächlich glaube ich, dass diese Waffenreviews nicht unbedingt auf Erfahrung basierten. In den ersten 2 Wochen konnte man kaum alle Waffen freigeschaltet haben. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich warte noch ein bisschen mit diesen Waffenreviews von den besten Waffen und versuche erstmal ein bisschen Erfahrung mit anderen Waffen zu sammeln, um dann auch ein besseres Feedback zu geben. Nicht zu vergessen, dass damals auch von Simtic.com die ganzen Stats fehlten, war das auch nicht unbedingt sehr sinnvoll in dem Moment. Viele Leute von euch wissen ja, dass ich sehr gerne die M16A4 benutzt habe und hauptsächlich in meinen Videos auch nur die M16A4 vorkam. Das lag auch zu einem daran, ich würde gerne natürlich auch andere Waffen benutzen, hatte allerdings die Schwierigkeit, dass ich, sobald ich eine andere Waffe in der Hand hatte, die keinen Burst-Modus benutzte, auch die Probleme hatte, wieder zurück zu der M16A4 zu kommen, weil man doch sich ein bisschen dran gewöhnen muss, mit dem Burst-Modus umzugehen, was man in dem Moment dann auch wieder mal so ein bisschen vergessen hatte. Ich möchte euch natürlich dementsprechend auch andere Sachen zeigen und habe mich deswegen entschlossen, mal ein bisschen was an meinem Stil zu ändern und bin dann auch letztendlich bei der M416 gelandet. Im Vergleich zu den anderen Waffen, die sehr stark eingeschätzt werden, wie zum Beispiel die AEK, die Ace 23 und natürlich auch die L85, ist diese tatsächlich ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, unterschätzt und dementsprechend auch ein bisschen weniger benutzt. Kommen wir mal zur besseren Einschätzung, mal zu den Statistiken der Waffe. Der Damage liegt bei 25% bis 18%, je nachdem in welcher Entfernung man spielt, und der Drop-Off startet bei 8 Metern und endet bei 55 Metern. Die Feuerrate der M416 liegt bei 57 Schuss pro Minute und verschießt diese im Einzelfeuer oder halt im vollautomatischen Feuer. Die 57 Schuss pro Minute liegen ziemlich genau im Durchschnitt. Es gibt viele Waffen, die haben eine höhere Feuerrate und viele, die auch eine geringere haben, zumindest bei den Sturmgewehren. Im Vergleich zu der Ace 23, die als die beste Waffe bei Battlefield gilt, liegt die Feuerrate um 20 niedriger und ist nicht wirklich eine ganze Menge, würde ich sagen. Trotzdem schneidet die M416 im Vergleich zu anderen Waffen gerade in Nahkampfsituationen etwas schlechter ab, wenn man zum Beispiel bedenkt, wie viele PDWs da eine höhere Feuerrate haben oder eben auch die Sturmgewehre, wie zum Beispiel die AEK, die L85 oder auch die Ace 23. Da muss man schon auf seinem Level sein, um da nicht direkt in einem kleinen Augenblick direkt down zu sein. Hat man in Nahkampfsituation mit der M416 allerdings ein bisschen Deckung auf seiner Habenseite, kann die M416 ein echtes Biest sein. Denn die Nachladezeit liegt bei 1,85 Sekunden, solange man noch eine Kugel im Lauf hat. In dem Fall ist bei den Sturmgewehren nur die M16A4 schneller. Und wenn man keine Kugel mehr im Lauf hat, liegt diese bei 2,37 Sekunden, was auch sehr schnell sein kann. Beziehen wir nun diese Nachladezeit mit ein, dann hat die M416 tatsächlich einen höheren Damage Output pro Sekunde als beispielsweise die Ace 23 oder auch andere Waffen, die eine höhere Feuerrate als diese besitzen. Das kann in Nahkampfsituationen absolut wichtig sein, insbesondere wenn man mit mehr als 2 Gegnern auf einmal zu tun bekommt. Natürlich muss man gerade dann sehr, sehr genau sein. Wenn wir schon von Genauigkeit sprechen, kommen wir mal zu den Rückstoßverhalten. Der vertikale Rückschuss liegt hierbei bei 0,32, während der linke Rückstoß bei 0,1 und der rechte bei 0,3 liegt. Der Erstschussmultiplikator liegt dabei bei 2,2. Das gibt der M416 einen sehr berechenbaren Rückstoß. Der wird immer nach oben und ein bisschen nach rechts kicken und dabei weniger rumtänzeln wie andere Waffen, wie zum Beispiel die Ace 23. Das sollte die Waffe insbesondere auf längeren Distanzen besonders genau machen. Die Streuungswerte sind absoluter Standard für Sturmgewehre. Sie liegt bei 0,2, während man im Visier zielt, und während man sich bewegt bei 1,0. Das zielt auch auf die Hüftfeuerwerte zu, die absoluter Standard sind. Wenn man dies nun zusammen mit dem Rückstoß zusammennimmt, sollte das eigentlich eine Waffe ergeben, die auf alle Distanzen ziemlich genau feuert. Die M416 ist definitiv eine leicht zu benutzende Waffe, was nicht gleichbedeutend ist mit einer guten Performance, sobald man sie in der Hand hat, aber in den richtigen Händen ist sie definitiv eine Waffe, die den Gegner zerstören wird. Der größte Vorteil der M416 liegt definitiv in ihrer Anpassungsfähigkeit. Sie lässt sich wunderbar anpassen an den Spielstil oder auch an die Entfernung, die man gerade bespielen will.
Ich benutze sie am liebsten mit einem Rotpunktvisier, einem schweren Lauf, angewinkelten Griff und einem grünen Laservisier. Als Rotpunktvisier benutze ich hierbei das Cobra, weil es mir erlaubt, eine bessere Sicht auf das Ziel zu bekommen, besonders auf längeren Distanzen, während aber auch ein Coyote-Visier definitiv super funktionieren sollte. Als Griff benutze ich lieber den angewinkelten Griff oder den Klappgriff, um ein bisschen den Erstschussmultiplikator runterzusitzen bzw. zu minimieren. Aber auch ein Ergo- oder Vertikalgriff sollte besonders bei Run-and-Gun-Situationen eine sehr gute Wahl sein. Auch der Rundgriff oder auch der Kurzgriff sollten super sein, insbesondere wenn man eine Mündungsbremse oder einen Kompensator benutzt, um die Genauigkeit der Waffe beizubehalten. Wegen dem sehr gut zu vorhersehenden Rückschussverhalten der M416 benutze ich allerdings keinen Kompensator oder Mündungsbremse auf der Waffe. Und tatsächlich benutze ich sogar einen schweren Lauf auf der Waffe, die den vertikalen Rückschuss sogar ein Ticken erhöht, aber dafür die Steuerungswerte, während man im Visier zielt, extrem verringert. Möchte man jedoch den zusätzlichen vertikalen Rückstoß vermeiden, sollte auch ein Mündungsfeuerdämpfer definitiv ausreichen, um eine sehr genaue Waffe zu bekommen. Auch der Schalldämpfer kann eine sehr gute Wahl für diesen Slot sein. Insbesondere auf Team Deathmatch, Squad Deathmatch oder Vorherrschaft ist es definitiv eine sehr gute Wahl. Auf allen anderen Maps und Modis würde ich eher darauf verzichten, aus mehreren Gründen. Zunächst einmal wird auch die Kugelgeschwindigkeit etwas verringert, was besonders auf längeren Distanzen ein Problem sein kann, wo gerade die M416 besonders gut ist, kann das dann schon mal sehr negative Auswirkungen haben. Außerdem kann ein anwesender Commander euch so oder so spotten, ob ihr jetzt nur so einen Schalldämpfer habt oder nicht. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass die Hüftfeuerstreuung sich dementsprechend auch weiter verschlechtert, wo die M416 sowieso ihre kleinen Schwächen hat. Als weiteres Zubehörteil benutze ich den grünen Laser. Selbstverständlich könnt ihr den Laser benutzen, den ihr gerade sinnvoll erachtet. Ich benutze den grünen lieber, weil man damit halt weniger gespottet werden kann, beziehungsweise zumindest schwieriger gespottet wird. Des Weiteren empfehle ich auch einen Verstärker, der gerade auf längeren Distanzen sehr hilfreich sein kann. Wovon ich aber dringend abrate, ist alles, was so mit Licht zu tun hat, so im Falle von Flashlight, Techlight, sind alles Sachen, die nicht sehr hilfreich sind. Besonders so Battlefield 3, wenn man das mal vergleicht, da hat man ja quasi eine Supernova auf seiner Waffe gehabt. In Battlefield 4 battelt man darum, eigentlich eher gekillt zu werden, als dass man damit irgendwas erreicht. So viel also zu meinen Attachments. Zu meiner Battlefield 4 Anfangszeit habe ich die M416 doch ein bisschen benutzt, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als ich die M16A4 dann freigespielt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass die M416 so gut sein soll, beziehungsweise so ähnlich gut performt, wie sie bei Battlefield 3 war. Doch in letzter Zeit, nachdem ich nun die LS23 ausprobiert habe, die AEK und die L85, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die 416 doch sehr stark zu meinem Spielstil passt. Sie spielt sich ein bisschen Run-and-Gun-mäßiger, allerdings etwas passiver. Ich würde jetzt nicht sagen ein passives Run-and-Gunning, aber doch etwas passiver, als ich zum Beispiel mit der Ace-23 oder der AEK oder der L85 spielen würde, da sie doch ihren Speedspot eher so im mittleren bis langen Bereich der Entfernungen angesiedelt ist. Während sich die Artgenossen der M416 doch eher auf Closer Ranges spezialisieren als auf längeren Distanzen. Ich persönlich halte die M416 für eine großartige Waffe. Ich würde sie sogar der Ace 23 vorziehen, weil wie gesagt, sie passt einfach viel besser zu meinem Spielstil. Tatsächlich empfehle ich sogar die M416 ein bisschen länger auszuprobieren, insbesondere wenn man viel mit der Ace 23 spielt, um einfach einen besseren Vergleichswert zu haben, also besseren Erfahrungswert mit diesen beiden Waffen, um dann zu entscheiden, welche Waffe einem besser liegt als die andere. An diesem Punkt muss ich DICE ein Kompliment aussprechen. Sie haben ein fantastisches Waffenbalance hinbekommen, Battlefield 4. Wenn man das mal vergleicht mit Battlefield 3, wo die M16A3 einsam ihre Kreise zog, oben an der Spitze und alles andere kam später, vielleicht die M416 und die AEK, die ein bisschen dran geschnuppert hat, ist das bei Battlefield 4 doch etwas farbiger geworden, das Ganze. Es gibt die AEK, es gibt die Ace, es gibt die M416, die L85 und wer weiß, was die F2000 noch bringen wird. Ich bin mir sicher, dass die F2000 in guten Händen eine sehr starke Waffe sein kann. Ihr solltet also definitiv auch mal andere Waffen ausprobieren, vielleicht passen die ja besser zu eurem Spielstil. Wenn euch das Waffenreview gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da oder hinterlasst mir einen Kommentar, wo ihr mal eine Waffe hinterlässt, die ich dann auch mal reviewen soll. Und ja, bis dahin bin ich raus. Mein Name ist BCT Reflector, aka Frankie von BCT Reflector Gaming. Ciao, ciao.